Heute werde ich euch mal zeigen, wie man selber Gartenstecker zum Bepflanzen machen kann. Und auch erst einmal herzlich willkommen auf meinem Kanal an dieser Stelle. Ja, jedenfalls hat jetzt mein erster Blumentopf eine Höhe von 10 cm und der Durchmesser beträgt 11 cm. Was ich jetzt machen werde, das kann man nachmachen oder man lässt den Blumentopf einfach farblich so, wie er halt ist. Aber mir persönlich sagt jetzt der Farbton nicht zu 100% zu und von daher wird jetzt der Blumentopf im Vorfeld mit Acrylfarbe bepinselt werden. Das ist jetzt so ein Lavendelton. Das ist jetzt hier einfach so ein Druckerpapier, wo ich mir etwas Farbe drauf mache. Pinsel habe ich auch am Start. Und da muss das gleich natürlich auch erst einmal noch trocknen. Ich sag mal so ein Stündchen. Aber ich habe schon vorgearbeitet. Insofern geht ja für euch so oder so das Video direkt weiter. Ich werde das aber jetzt hier auch nicht, ich sag mal, so extrem dick auftragen. Oder ich sag's mal anders, die Farbe von dem Ton, die darf da auch ruhig noch etwas durchschimmern. Man könnte jetzt hier theoretisch gesehen auch noch irgendwelche Muster einarbeiten oder man tupft da noch irgendwas drauf. Aber ich will jetzt hier gar nicht so einen Schnickschnack da jetzt noch einarbeiten. Letzten Endes bleibt es jetzt hier wirklich jedem selbst überlassen, welche Farbe der Tontopf haben soll. So, und der kann jetzt erst einmal beiseite und dann lasse ich den halt, wie bereits erwähnt, eine Stunde trocknen. So sieht dieser Lavendelton im trockenen Zustand aus. Ich denke, der macht sich ganz gut. Ja, und dann habe ich jetzt hier einen Bambusstab. Alternativ zu dem Bambusstab könnt ihr auch ein Moniereisen verwenden. Müsst ihr nur gucken mit der Dicke von dem Moniereisen, also dass das hier halt durch das Loch hindurch passt. So, mal eben hier justieren. Mein Bambus, der stammt auch noch aus meinem Garten, der ist jetzt schon etliche Jahre alt. Diese kleinen Pönöppel hatte meiner jetzt hier noch dran, habe ich jetzt dran gelassen. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, ich werde das jetzt so erstellen, als wären diese übrig gebliebenen, ich sag mal, Blattstiele jetzt nicht vorhanden. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich werde euch das jetzt so zeigen, als wenn diese Blattstiele halt nicht mehr da wären, weil das wird ja sonst nach unten hin wegrutschen. Das wäre sonst ein bisschen schlecht. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde hier unten diesen 2 mm starken Bindedraht drumherum wickeln. Ich bin noch am Überlegen, ob ich eine andere Farbe verwenden werde oder ob wir jetzt hier Ton in Ton arbeiten. Boah, schwere Entscheidung. Ich glaube, ich mache das jetzt aber Ton in Ton. Ich muss das hier auch mal irgendwie ein bisschen drehen für euch. So. Und alternativ zu diesem Bindedraht könnt ihr aber auch zum Beispiel Schnur verwenden. Ne? Eine etwas dickere Schnur. Ich lege mir das jetzt hier mal so drumherum. Ich bin aber jetzt gerade selber noch hin und her gerissen. Den Tontopf können wir eigentlich mal abmachen. Ob ich das hier noch nach unten hin gleich wegwickeln möchte oder ob ich hier oben sogar entlang wickel mit dieser Drahtgeschichte. Ja, viele Ideen entstehen auch erst im Laufe des, ja, ich sag mal, Erstellens. Ich glaube, ich probiere das mal eben selber aus, wie das optisch aussehen würde. Ah doch, das sieht süß aus. Ich wickel das jetzt hier mal drumherum. Doch, mache ich jetzt mal. An dieser Stelle werde ich jetzt mit meinem Aluminiumdraht ein paar Mal drumherum wickeln, einfach um wirklich auch auf Nummer sicher zu gehen, dass der Topf nicht doch noch im schlimmsten Fall hier so nach unten hin wegrutscht. Ja, und wenn ich das hier fertig habe, dann wickel ich auf die gleiche Art und Weise wie hier oben nach unten hin weg. Man kann hier aber auch ein gutes Stück einfach mal freilassen, weil das wird ja auch noch in die Erde gesteckt werden, ne? Also später, wenn man das alles mal fertig hat. Aber ich denke, ich mache das jetzt trotz alledem einfach komplett bis nach unten hin weg. So, mal eben, ach, ich bin ja aus Versehen gerade falsch rum. So rum müssen wir es machen. Ich könnte den jetzt natürlich auch schon abschneiden, den Aluminiumdraht, aber ich finde das Ganze jetzt so einfacher, weil ich halt auch noch nicht weiß, wie viel benötige ich jetzt nachher von dem Aluminiumdraht. Sicher ist sicher, sonst muss ich den im schlimmsten Fall nachher auch wieder dran friemeln. Habe ich jetzt nicht so einen Bock drauf.
Meinen Bambusstab habe ich jetzt soweit mit dem Aluminiumdraht umwickelt und jetzt mache ich mir mal Gedanken, womit ich meinen Tontopf letzten Endes bepflanzen möchte. Ich bin jetzt noch hin und her gerissen, ob ich hier gleich Sukkulenten drin platzieren möchte oder vielleicht doch lieber ein Hornveilchen. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, in meinem Topf ein Hornveilchen zu platzieren. Blumenerde habe ich auch bereits am Start. Ja, und als Standort mögen die Hornveilchen einen sonnigen Standort oder halt einen halbschattigen Standort. Ich muss die mal eben vorsichtig hinausnehmen. Eieiei, die ist aber triefend nass, die Kleine. Aber das wird ja im Laufe der Zeit alles besser werden. Es ist sogar noch alte Blumenerde. Ich hatte die einfach mal beiseite gepackt. Das Bepflanzen könntet ihr jetzt besser im Garten machen oder wenn ihr das Ganze jetzt in so einem Balkonkasten platzieren solltet, weil dann kann man das halt so aufrecht hinstellen. Aber ich werde das dann mit dem Film wahrscheinlich nicht so gut gebacken bekommen und von daher mache ich das jetzt letzten Endes ein bisschen umständlich. Mal schauen von der Höhe. Ja, so können wir das auch machen. Werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ach, ich achte auch im Übrigen immer darauf, dass die Pflanzen in ihren Töpfen nicht tiefer drin stehen, als sie zuvor in ihren Plastiktöpfen waren. Aber ich glaube, das sieht ganz niedlich aus. Ja, den Tontopf, den mache ich gleich einfach mit einem Pinsel sauber. Aber so geht das jetzt für mich ja eigentlich ganz gut, wie ich finde. Aber ihr könnt es euch ja letzten Endes etwas einfacher machen. Mit der Bepflanzung meines Tontopfes bin ich nun soweit fertig. Ja, und das Einzigste, was ich jetzt noch machen werde, ich werde noch diesen kleinen Gartenzwerg platzieren. Ich muss allerdings diesen Holzstab noch etwas einkürzen. Der ist jetzt in meinem Fall etwas zu lang. So, dich legen wir jetzt hier mal vorsichtig beiseite. Bleibt liegen. Jo, bleibt liegen. Mal schauen, ob wir diese alte Drahtschere einfach mal nehmen können. Eben anhalten. Zack. Ging ganz gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, komm her. Doch, das sieht süß aus. Also ich finde, das sieht süß aus. Macht sich doch ganz gut. Ich hatte auch noch darüber nachgedacht, ob ich das Ganze hier mit etwas Moos abdecken werde. Mache ich jetzt aber nicht. Und die nächsten beiden Tontöpfe, die ich noch erstellen werde, die filme ich jetzt gleich im Zeitraffer für euch. Ich werde aber auch noch einen etwas größeren erstellen. Den messe ich jetzt im Vorfeld mal für euch aus. Mein nächster Tontopf hat eine Höhe von 11,5 cm und der Durchmesser beträgt 13 cm. Ja, und der wird jetzt auf die gleiche Art und Weise gestaltet werden wie der andere Tontopf. Allerdings verwende ich jetzt hierfür einen dickeren Bambusstab. Meinen zweiten Gartenstecker habe ich nun auch soweit fertig. Ja, und hier drin wird jetzt noch dieser Frosch platziert werden. Und was wollte ich euch jetzt noch erzählen? Ja, ich musste meinen Aluminiumdraht einmal komplett bis zu dieser Stelle wieder abwickeln, weil ich hatte vergessen, im Vorfeld mal den Blumentopf hier drauf zu stecken, um halt mal zu sehen, bis wo geht der Blumentopf überhaupt. Also immer im Vorfeld einmal den Blumentopf hier hinaufstecken und mal gucken, bis wo geht er halt letzten Endes. Meinen dritten Topf habe ich mit Hauswurz bepflanzt. Ich denke, das sieht auch ganz niedlich aus. Vor allem, wenn dann im Laufe der Zeit die Hauswurz auch mal aus dem Topf hinaus wächst.
Wie üblich findet ihr alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!